Als die ersten Takte von Another Brick in the Wall aus der Elevator Session auf YouTube landen, sieht alles noch ganz unspektakulär aus. Ein großer Proberaum in Sandwende, ein paar Kameras, 50 Hardcore-Fans, die sich in einen Raum quetschen, den man eigentlich nur über einen Aufzug erreicht. Eine Tribute-Band aus dem Saarland, die Pink Floyd spielt. Mehr nicht. Heute schreiben Menschen aus der ganzen Welt Dinge wie: Leider schreibt man solche Musik heute nicht mehr. Das ist wundervolle Musik. Oder: Diese Musik wird ewig leben. Viele merken erst auf den zweiten Blick, dass es gar nicht das Original ist. The Pink Floyd Project versteht sich von Anfang an als Tribute-Band, nicht als Kopie. Die Idee: den Helden so nah wie möglich kommen. Im Sound, in den Arrangements, in der Optik. Und trotzdem mit eigener Persönlichkeit spielen. Pink Floyd ist für Gitarrist Uwe Six Kino für die Ohren. Musik, bei der man sich eine Platte auflegt, die Kopfhörer aufsetzt, die Augen schließt und plötzlich in einer anderen Welt ist. Genau dieses Gefühl soll die Elevator Session einfangen. Der Auslöser ist eigentlich ganz profan. Die Band braucht neues Material für Veranstalter. Früher verschickt man Kassetten, später CDs, dann MP3s. Uwe sagt: Wenn wir ohnehin Ton aufnehmen, dann filmen wir doch gleich mit. So entsteht die Idee, im eigenen Proberaum ein kleines, aber aufwendig produziertes Live-Set aufzunehmen. Mit Publikum, echten Reaktionen und möglichst authentischer Atmosphäre. Wochenlang wird geprobt. Nur 4, 5 Stücke, dafür im Detail. Sounds werden geschichtet, Gitarren-Presets gebaut, Drum-Grooves verfeinert. Am Ende stehen einige der wichtigsten Pink Floyd-Momente auf der Setlist. Natürlich Another Brick in the Wall, aber auch Wish You Were Here, Money, High Hopes und Comfortably Numb. Dann der Aufnahmetag. Der Proberaum wird zur Minibühne, Freunde helfen an Licht und Kameras. Die Technik ist eine wilde Mischung aus geliehenen Spiegelreflexkameras, ein paar GoPros und viel Improvisation. Aber der Anspruch an den Ton ist maximal. Rund 48 Spuren laufen mit, alles wird sauber getrennt aufgenommen. Im Publikum sitzen Fans, von denen später einer schreibt: Ich bin 65 und ich bin begeistert von dieser Musik und vom Spiel der Musiker. Ein anderer formuliert es so: Man spürt es, dein Herz läuft über vor Emotion bei den tiefen Tönen, den Gitarren und dem meisterhaften Schlagzeug. Für Uwe beginnt danach die eigentliche Arbeit. Besonders Another Brick in the Wall kostet ihn Wochen im Studio, bis der Sound so ist, dass er sich traut, das Stück auf die Menschheit loszulassen, wie er es im Radio nennt. Als das Video schließlich auf seinem Kanal erscheint, der noch schlicht Uwe Six heißt, passiert zuerst gar nichts Spektakuläres. Etwa 100 Klicks am Tag, wie bei vielen anderen Covervideos auch. Doch im Hintergrund hat die Musik längst angefangen, ihre eigenen Wege zu gehen. Die Band fliegt in dieser Zeit mit der kompletten Crew nach Formentera, um dort ein völlig verrücktes Inselkonzert zu spielen. Genau in dieser Phase schießt die Kurve der Klickzahlen plötzlich steil nach oben. Warum? Keiner weiß es so genau. Vielleicht hat der Algorithmus das Video in Playlists gespült, vielleicht war es einfach der richtige Moment. Klar ist nur, seitdem ist der Trend nie wieder eingebrochen. In den Kommentaren lässt sich gut ablesen, wie weit die Elevator Session gereist ist. Zuerst häufen sich Stimmen aus Südamerika. Was für Zeiten, als die Künstler noch zu 100% talentiert und originell waren. Dann kommen die USA und Europa dazu. Ein Zuschauer schreibt: Aufgedreht kann die Musik am Anfang Tränen in die Augen treiben. Ich bin mit dieser Musik aufgewachsen und weiß sie heute noch mehr zu schätzen. Diese Gruppe singt es sogar besser und das will etwas heißen. Pink Floyd war eine Macht. Andere melden sich aus Osteuropa und Asien. Ich höre dieses Lied seit 40 Jahren und ich höre es immer noch. Ich bin 35 Jahre in die Vergangenheit zurückgeflogen. Klasse, wunderschön, großartig. Und jemand bringt es einfach auf den Punkt. Floyd, ihrer Zeit weit voraus und zeitlos. Bemerkenswert ist,
was die Leute besonders schätzen. Es ist weniger das perfekte 1:1 Nachbauen jeder Note, als die Mischung aus Detailtreue und spürbarer Freude. Einer schreibt: Ich dachte zuerst, es wäre Pink Floyd, aber irgendwie war es doch anders, nur zu geil. Genau da liegt die Magie. Die Band klebt nicht am Original wie an einem Text, den man nur fehlerfrei vorlesen will, sondern spricht frei, nur eben in musikalischer Form. Mit der Zeit wird aus der Elevator Session ein Markenzeichen. Das Konzept erste Reihe im Proberaum wandert in Clubs und kleine Theater. Die Videos laufen in Playlists auf der ganzen Welt. Und irgendwann kommt die E-Mail von YouTube. Glückwunsch, 100.000 Abonnenten. Der silberne Play-Button ist unterwegs. Für eine Tribute-Band aus dem Saarland, die mit geliehenen Kameras und 48 Spuren im Proberaum angefangen hat, ist das mehr als nur ein Stück Metall. Es ist die Summe von all dem, was in den Kommentaren steht. Dass diese Musik Menschen über Jahrzehnte begleitet. Dass sie Tränen in die Augen treiben kann. Und dass ein Fahrstuhlprojekt aus St. Wendel es geschafft hat, genau dieses Gefühl in einem Video einzufangen.